Lucha Underground war mehr als nur Wrestling. Es war ein visuelles Spektakel, eine Revolution. Eine Revolution, die den Sport neu definierte. Doch wie konnte so eine Show in nur 4 Jahren wieder verschwinden? Willkommen zu diesem Video, wo wir uns den Aufstieg und Fall von Lucha Underground näher ansehen. Doch zuerst müssen wir ein Stück zurückschalten und uns kurz die Geschichte von Lucha Libre ansehen. Denn um die Gründung und den Aufstieg von Lucha Underground zu verstehen, müssen wir die beiden Giganten kennen, die seit Jahrzehnten um die Vorherrschaft kämpfen in Mexiko. Lucha Libre begann in den 1930er Jahren, als Salvador Lutherot EMLL gründete. Heute kennt man die Liga aber eher als CMLL. Mit farbenfrohen Masken, schnellen Moves und dramatischen Storylines wurde es zur beliebtesten Sport- und Entertainmentform in Mexiko. Namen wie El Santo, Blue Demon und Mil Mascaras wurden zu Volkshelden. CMLL war konservativ, traditionsbewusst und kontrollierte über Jahrzehnte das Wrestling in Mexiko. Doch in den 1990ern begann hinter den Kulissen eine Rebellion. 1992 verließ Antonio Pena, einer vom Creative Team hinter CMLL, die Liga und gründete AAA. Der Grund? Er wollte Wrestling moderner, spektakulärer und unterhaltsamer machen. Doch CMLL weigerte sich zu ändern. Während CMLL auf Tradition setzte, brachte AAA frische Storylines. Eine neue Generation von Wrestlern wie Conan, Rey Mysterio oder Psychosis und eine deutlich aggressivere Art des Lucha Libre. Das führte letztlich dazu, dass viele weitere CMLL-Stars zu AAA wechselten. Dann kamen die USA ins Spiel. AAA begann mit Promotions wie World Championship Wrestling und Extreme Championship Wrestling zusammenzuarbeiten. Plötzlich sah die Welt, wie spektakulär Lucha Libre sein konnte. Währenddessen veränderte sich bei CMLL relativ wenig. Und 2013 war es dann soweit. Bei einer AAA-Show kam ein Mann namens David Cueto raus und kündigte ein Megaprojekt an. Ein Jahr später, 2014, wurde erstmals die erste Folge auf dem El Rey Network in Amerika ausgestrahlt. Hier in Deutschland konnte man die Serie auf TNT sehen. Die damaligen Kommentatoren Matt Striker und die ECW-Legende Vampiro. Und auch hier in Deutschland hat man mit Günther Zapf und Mike Ritter 2 sehr bekannte Kommentatoren angeheuert. Die Episoden wurden nicht nur wie Wrestling-Shows, sondern wie TV-Serien produziert, mit aufwendigen Kamerafahrten, Special Effects und einer epischen Hintergrundgeschichte. Die Show brachte uns unvergessliche Charaktere, wie den furchtlosen Prinz Puma, den man heutzutage auch als Ricochet kennt, Pentagon Jr. oder auch Mil Muertes. Das alles fand in einer düsteren, untergrundähnlichen Arena statt, bekannt als The Temple. Doch das Besondere war, hier waren die Wrestler mehr als nur Athleten. Sie waren Helden und Schurken in einer modernen Mythologie. Matches wie das Aztec Warfare sorgten dafür, dass Lucha Underground schnell den Kultstatus erreichte. Die Kämpfe waren wild, brutal und voller kreativer Moves, die Fans weltweit in Staunen versetzten. Wer könnte beispielsweise den brutalen Kampf zwischen Pentagon Jr. und Vampiro vergessen? Ein Match, das Wrestling-Historie schrieb und Pentagon endgültig zum Star machte. Viele Stars, die heute weltweit bekannt sind, haben bei Lucha Underground ihren Durchbruch geschafft. Darunter Leute wie Ricochet, Rey Fenix oder Taya Valkyrie. Doch obwohl die Show eine treue Fangemeinde aufbaute, begannen hinter den Kulissen schon bald einige Probleme. Nach 4 Staffeln begann Lucha Underground im Jahre 2018 zu bröckeln. Einer der größten Kritikpunkte war die finanzielle Struktur. Wrestler berichteten von niedrigen Gehältern und Verträgen, die sie daran hinderten, anderswo zu arbeiten. Währenddessen verlor die Serie wichtige Sponsoren und das Netzwerk El Rey, das die Show ausstrahlte, kämpfte mit sinkenden Einschaltquoten. Und während die erste Staffel mit frischen Ideen begeisterte, wirkten spätere oft überladen und chaotisch. Der mystische Charme ging verloren. Das führte letztlich zum Ende der Liga. Obwohl es Pläne für eine 5. Staffel gab, wurde Lucha Underground aufgrund finanzieller und kreativer Probleme stillschweigend eingestellt. Doch ohne Frage hinterließ Lucha Underground ein bleibendes Vermächtnis. Die Show brachte eine neue Generation von Wrestlern hervor. Aber was sind eure besten Erinnerungen an Lucha Underground? Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.